Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Praxisbuch Mentaltraining von Kurt Tepperwein bietet einen umfassenden Leitfaden, wie mentales Training gezielt im Alltag eingesetzt werden kann, um Entspannung zu finden, neue Kraft zu schöpfen und das eigene Leben bewusster zu gestalten. Kurt Tepperwein gilt als einer der bekanntesten Mentaltrainer im deutschsprachigen Raum und bringt langjährige Erfahrung aus Seminaren und Coachings in dieses Buch ein. Das Buch richtet sich an Menschen, die erkennen möchten, wie ihre Gedanken- und Gefühlswelt ihr Leben bestimmt und wie sie mit gezielten Übungen mehr Selbstbestimmung, Gelassenheit und Lebensfreude erlangen können. Mit leicht nachvollziehbaren Methoden, praktischen Beispielen und inspirierenden Denkanstößen eröffnet Tepperwein dem Leser einen Zugang zu den ungenutzten Kräften des eigenen Geistes. Besonders im hektischen und fordernden Alltag unserer modernen Welt eignet sich das Mentaltraining als effektives Werkzeug gegen Stress, Überlastung und negative Denkmuster. Das Buch liefert sowohl wissenschaftliche Grundlagen als auch konkrete Anleitungen für den Alltag, sodass sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene wertvolle Impulse erhalten. Der ganzheitliche Ansatz, der Geist, Körper und Emotionen gleichermaßen anspricht, macht das Werk zu einem wertvollen Begleiter für alle, die Eigenverantwortung für ihr Leben übernehmen wollen und bereit sind, an ihrer mentalen Stärke zu arbeiten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Grundlagen des Mentaltrainings. Im ersten Teil des Buchs widmet sich Tepperwein den grundlegenden Prinzipien des Mentaltrainings. Er erklärt, wie unsere Gedanken, Überzeugungen und Gefühle unsere Realität formen und wie unbewusste Gedankenmuster unser Verhalten und Befinden beeinflussen. Der Autor betont die Bedeutung der inneren Haltung und zeigt auf, dass mentale Stärke keine angeborene Fähigkeit, sondern ein bewusst entwickelbarer Prozess ist. Ein zentrales Thema ist dabei die Zielgerichtetheit. Der Geist kann wie ein Muskel trainiert werden, wenn wir Klarheit über unsere Ziele bekommen und gezielt an ihnen arbeiten. Ebenfalls thematisiert werden die Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist. Körperliche Signale können als Indikator für mentale Belastungen dienen. Gleichzeitig lassen sich mit gezielt eingesetzten mentalen Techniken auch körperliches Wohlbefinden und Gesundheit positiv beeinflussen. In diesem Kapitel erhält der Leser die theoretischen Grundlagen, um eigene mentale Prozesse zu reflektieren und den ersten Schritt zur Veränderung einzuleiten. Zweitens: Praktische Entspannungsmethoden. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Buches liegt auf alltagstauglichen Methoden zur Entspannung. Tepperwein beschreibt unterschiedliche Wege, wie mentale Übungen eingesetzt werden können, um Stress, Sorgen und Nervosität zu bewältigen. Angefangen bei klassischen Entspannungstechniken wie bewusster Atmung und Muskelrelaxation bis hin zu modernen Methoden wie Achtsamkeitsübungen und Kurzmeditationen werden zahlreiche Anleitungen vorgestellt. Der Autor legt Wert darauf, dass diese Übungen wenig Zeit kosten und leicht in den Tagesablauf integrierbar sind, etwa am Morgen, in stressigen Situationen oder vor dem Schlafengehen. Durch die regelmäßige Anwendung der vorgestellten Techniken kann der Leser spürbar mehr Gelassenheit und innere Ruhe entwickeln. Dabei werden auch die psychologischen Hintergründe beleuchtet, wie Stress entsteht, welche Auswirkungen er auf den Körper hat und warum gerade mentale Techniken so effektiv sein können, um die emotionale Balance wiederherzustellen. Drittens: Kraftquellen aktivieren, Ressourcen stärken. Nach der Vermittlung von Entspannungsstrategien widmet sich das Buch der Entwicklung und Aktivierung persönlicher Kraftquellen. Tepperwein ermutigt dazu, eigene Ressourcen zu erkennen und gezielt einzusetzen. Dies geschieht durch gezielte Visualisierungsübungen, die die Vorstellungskraft stärken und dazu beitragen, positive Empfindungen wie Zuversicht, Optimismus und Mut zu kultivieren. Der Aufbau von Selbstvertrauen und das Herausbilden einer positiven Denkweise stehen im Zentrum dieses Kapitels. Der Leser lernt, innere Blockaden und negierende Glaubenssätze zu identifizieren sowie umzuwandeln. Dabei geht es nicht nur um Vermeidung von Schwäche, sondern um die bewusste Förderung von Stärken und Potenzialen. Auch das Prinzip der Selbstfürsorge kommt zur Sprache.
Mentale Kraft entsteht nicht zuletzt dadurch, dass wir lernen, uns selbst Wertschätzung zu schenken und achtsam mit unseren Bedürfnissen umzugehen. So entsteht ein stabiler mentaler Zustand, auf den wir in herausfordernden Zeiten zurückgreifen können. 4. Das Leben aktiv gestalten. Mentaltraining als Lebensphilosophie. Ein weiteres zentrales Thema ist die bewusste Gestaltung des eigenen Lebens durch Mentaltraining. Tepperwein fordert den Leser auf, sich nicht als passives Opfer äußerer Umstände zu begreifen, sondern als verantwortlicher Regisseur des eigenen Lebens. Mit praktischen Übungen zur Zielsetzung, Motivation und Umsetzung zeigt er Wege auf, wie jeder Mensch mehr Erfüllung und Erfolg erreichen kann. Dies beinhaltet die Entwicklung einer klaren Vision für das eigene Leben, das Formulieren konkreter Ziele und die Planung von Handlungsschritten. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Kraft der Gedanken und Worte. Wie wir über uns und die Welt denken, beeinflusst maßgeblich unser Handeln und letztlich unsere Lebensrealität. Das Buch liefert dazu mentale Werkzeuge, um alte Muster zu durchbrechen und neue konstruktive Haltungen zu etablieren. Es entsteht das Bewusstsein, dass Veränderungen im Außen immer mit Veränderungen im Inneren beginnen. So vermittelt Tepperwein das Mentaltraining als alltagstaugliche Lebensphilosophie, die langfristig zu Zufriedenheit führt. Schließlich Nachhaltigkeit und Integration in den Alltag. Abschließend geht das Buch auf die nachhaltige Integration der erlernten Techniken in den Alltag ein. Tepperwein ist es wichtig, dass Mentaltraining keine kurzfristige Lösung bleibt, sondern als dauerhafte Praxis in den Lebensstil eingebettet wird. Der Leser erhält praxisnahe Tipps, wie er Routinen etablieren und Rückschlägen begegnen kann. Auch die Rolle von Reflexion und Selbstbeobachtung kommt zur Sprache. Nur wer regelmäßig innehält und die eigenen Fortschritte überprüft, kann sich langfristig weiterentwickeln. Das Kapitel unterstreicht den Wert kleiner, kontinuierlicher Schritte gegenüber großen, einmaligen Veränderungen. Alltagsbeispiele und Erfahrungsberichte zeigen, dass Mentaltraining mit wenig Zeitaufwand zu nachhaltigen Verbesserungen der Lebensqualität führen kann. Auch wird die Bedeutung von Geduld und Nachsicht mit sich selbst betont. Veränderungen setzen oftmals Disziplin und Ausdauer voraus, doch sie zahlen sich in gesteigerter Lebensfreude und innerer Stärke aus. Zusammenfassend: Praxisbuch Mentaltraining von Kurt Tepperwein richtet sich an alle, die aktiv an ihrer mentalen Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung arbeiten möchten. Besonders profitieren Menschen, die unter Stress, Überforderung oder fehlender Orientierung leiden und nachhaltige Wege suchen, ihr Wohlbefinden zu steigern. Das Buch eignet sich sowohl für Einsteiger, die erste Berührungspunkte zum Mentaltraining suchen, als auch für Fortgeschrittene, die ihr Wissen vertiefen und neue Impulse gewinnen wollen. Die Methoden im Buch sind praxiserprobt, alltagstauglich und wissenschaftlich fundiert. Die klar strukturierte Darstellung und die Vielzahl an Übungen machen es möglich, das eigene Leben schrittweise und in eigenem Tempo positiv zu beeinflussen. Wer Wert auf eine ganzheitliche Herangehensweise legt und sowohl Entspannung als auch Zielorientierung anstrebt, findet in diesem Werk einen zuverlässigen Begleiter. Im Vergleich zu anderen Büchern auf dem Markt überzeugt Tepperweins Ansatz durch seine Verständlichkeit, Praxisbezogenheit und langjährige Erfahrung des Autors als Trainer und Coach. Sein Buch bietet nicht nur Wissen, sondern Handlungskompetenz. Der Leser wird nicht nur informiert, sondern zur aktiven Anwendung ermutigt. Das macht das Buch zu einer lohnenden Investition in das eigene Lebensglück, die nachhaltig wirkt und bei konsequenter Anwendung zu mehr Erfüllung, Kraft und Gelassenheit führt. Wenn Sie unterstützen möchten, Kurt Tepperwein, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.